Die technischen Betriebe Wil sind in der Region Wil, im Hauptregion Wil, St. Gallen aktiv. Wir haben ca. 14.000 Kunden. Wir haben einen Radius von etwa 12 Kilometern, wo wir bedienen. Wir fangen bei Adorf bis Bussnang, bis Niederhelfen, Spuil bis Mosnang. Wir sind ein typisches Querverbundsunternehmen. Wir haben Strom, Wasser, Gas, Wärme und Kommunikation. Unser Netz richtet gar nicht vor allem ins elektrische Netz ein. Es ist städtisch, es ist nicht wahnsinnig gross geografisch, es hat eine relativ hohe Energiedichte. Unsere Netzgrösse ist etwa 400 Kilometer Leitung haben wir, mit etwa 120 Gigawattstunden Energieabsatz. Ich würde sagen, wir haben, im 19. haben wir angefangen mit dem Pilot. Wir brauchen es vor allem zur Bearbeitung von Anschlussgesuchen. Wir haben das Produkt Monitoring im Einsatz. Grundsätzlich es ist schneller, es ist optisch schön aufgearbeitet und es macht es einfacher für Leute, die nicht direkt vom Fach sind, wenn man eine Grafik an die Wand nicht dann sagen, schau, dort ist rot und das soll nicht rot sein. Oder? Und das Programm ist geschaffen worden auf ein neues Bedürfnis, und zwar man hat gemerkt, dass wir Kontrollen über das Netz verlieren, wenn wir das nicht anständig monitoren. Das ist durch das, dass der Lastfluss nicht mehr von links nach rechts geht, sondern überall herkommt. Das macht es nicht einfach für uns. Plan und Netz hat nicht übereingestimmt. Nicht überall. Die Zählerzuordnungen sind nicht exakt gleich gewesen, oder? Plötzlich hat man nicht nur den Stromkunden gebraucht, sondern man hat genau müssen wissen, wo der Stromzähler ist. Aus welcher Hauptverteilung oder in welchem Stockwerk etc. Wir haben 2 Jahre lang hat unsere Zeichnerabteilung stark mit unserer Netzabteilung zusammengeschafft, um die Schema entsprechend nachzutragen. Wir haben Trennstellen, das haben bei uns nicht gestimmt im Plan. Wir haben Sicherungsgrössen gehabt, Querschnitt von Kabeln, die nicht gepasst haben. Eigentlich alles. Es ist einfach verteilt, überall war ein bisschen. Das städtische Netz, das ich jetzt hier bewirtschafte, ist sehr viel einfacher zu handhaben. Natürlich, die Masse ist immer noch schwierig und es ist sehr aktiv, das Netz, durch die vielen Umbauten. Wir haben vorne da eine Referenzmessung beim Transformator. Der Transformator, dort haben wir gemessen, wie viel Leistung geht dort raus. Und der muss am Schluss übereinstimmen mit allen Zählern in dem Gebiet, wo wir ihm zugeteilt haben. Und also wir sind sehr oft sehr weit daneben gewesen. Und das Ziel war dann, dass sich die 2 Kurven, die man schön visuell sieht im Programm, dass die überein sind oder nachher zu, oder? Und das ist also am Anfang nicht wirklich der Fall gewesen. Wir haben da jetzt eine sehr gute Rückkopplung vom System. Innerhalb von einem Tag sind Sachen, die wir einbauen, im GIS-System bei uns, sind im Adapter City. Und dort sieht man nachher, ob man es richtig gebaut hat oder nicht. Also jetzt hat man davor hat man es einfach gezeichnet, es war drin und draussen hat es funktioniert. Wenn man es jetzt aber entsprechend falsch zeichnet, dann wäre es nachher falsch im Programm rein und es wird dann nachher, also einen Tag später, wenn sie unsere Vermessungstechniker anschauen oder Geomatiker, dann fällt es sofort auf, dass das falsch ist, oder? Es ist wirklich gut, durch die Rückkopplung haben wir jetzt wirklich, wie soll ich sagen, wie noch mal ein paar Augen, die drauf schauen am Schluss. Wir einsetzen das Monitoring-Programm von Electricity. Dort ist alles inklusiv, außer das Connect. Wir haben das Gefühl, wir verlieren die Übersicht im Netz. An gewisse Orte anstossend, oder? Und jetzt ist es eigentlich das Ziel gewesen, die Netzebene 7, wo das Programm ansetzt, zu überwachen. Und vorher war das eigentlich ein Blindflug gewesen. Wir haben nicht gewusst genau, welches Kabel das jetzt warm wird und welches nicht. Das hat man eigentlich nicht gewusst. Vor allem nicht, wenn es von der Station weg war. Aber jetzt hat man halt wirklich 3 Tage verzögert, haben wir die Daten. Das ist super. Das ist lange Ferien. Live-Daten brauchen wir nicht. Weil es hat eine Spezialität. Weil hat den Klimanotstand ausgerufen im Parlament. Und es hat dann geheißen, wir müssen schneller sein wie der Rest der Schweiz. Wir müssen schon aufs 35 fertig sein mit dem Netzaufbau. Wir sehen das als eine grosse Herausforderung. Das Ziel ist eigentlich, im 35 fossile Energieträger abzulösen. Im 35 fertig werden, wir sehen das schwierig. Wir sehen
wo das es rot oder orange wird. Das sieht man, durch das, dass man eben mit der Monitoring-Funktion. Wir haben ein Stromnetz, wie ich schon mal gesagt habe, gebaut für 50 Jahre, oder? Und man jetzt in 15 Jahren sollte umbauen und fit machen mit Faktor 3. Und wir merken, dass das jetzt uns viel einfacher fällt, um ein ganzes Netz anzuschauen. Oder? Vorher hat man einzelne Stränge angeschaut. Und jetzt kann man so im Verbund schauen, weil halt die grafische Aufarbeitung von dem Programm macht es sehr einfach, zum das Ganze auch schauen, wie sind die Kabel wirklich geschaltet, oder? Und wir probieren, wir geben uns Mühe, dass wir die N-1 Sicherheit immer noch haben. Das heisst, wir in den Tafelstationen probieren, nicht mehr als 50% zu belasten. Es ist zwar heute, es ist auch heute fast nicht mehr möglich. Das heisst, wenn man eine Trafostation links und rechts einen Schaden hat oder etwas hat müssen umbauen, hat man können Last aufteilen auf den Stationen rundherum. Und das wird später ein Riesenproblem werden. Früher und später werden die Anlagen einfach Normlast ist Sturlast. Und wenn man dann Sachen umbauen muss, wird es nicht ohne Abschaltungen gehen. Ich plane etwas, ich führe etwas aus und ich sehe dann, wie sich der Lastfluss je nachdem verändert. Oder er zeigt mir auf, dass es an einem Ort nicht gut ist, oder dass wir entweder nicht gut geschafft haben oder einen Rechnungsfehler gemacht haben oder einen Planungsfehler. Und dann kann ich dort in diesem Programm probieren, mit Netzverstärkungen spielen und probieren, ja, könnte man dort noch etwas machen, etc. Es hilft mir bei der Simulierung sehr viel. Ich bin froh, dass wir es simulieren. Aktuell sind wir dabei, eine Zielnetzplanung zu machen, 2050. Das heisst, wir schauen, wie sollte unser Netz aussehen, wenn jedes Dach in Wil und Umgebung, wo wir betreuen, mit Photovoltaik voll ist. Also wir das simulieren, jedes Dach, was passt drauf und wie viel kommt retto. Und für die Zielnetzplanung wird das sehr aktiv genutzt, um zu schauen, wie wir dort bauen, welche Kabel wir dort machen, die man jetzt vielleicht nicht braucht, die man jetzt vielleicht 20 Jahre nicht braucht oder 25 Jahre nicht braucht. Jetzt völlig überdimensioniert und am Schluss ist es gut. Das ist sicher der aktuelle grösste Teil. Und was wir natürlich haben, sind die Anschlussgesuche, die man jeden Tag rechnet. Also jede Photovoltaik, jeder Grossverbraucher, den wir haben, wird dort simuliert, dort man die entsprechenden Spannungsabsenkungen, Spannungserhöhungen einhalten kann. Für das wird sicher stark gebraucht. Und am Schluss ist es vor allem fürs Monitoring. Angenommen, wir bauen das Netz. Am Schluss setzen wir eigentlich für Überprüfung und Monitoring ein, um ungewollte Lastflüsse entsprechend können auch umschalten vielleicht, dass man vielleicht einzelne Verteilkabinen von einer Trafostation auf eine andere Trafostation nimmt. Wir sind aktuell sehr glücklich mit dem Produkt. Es hilft massiv, wenn man ungefähr weiss der Stand, bevor man anfängt, das Neue darauf zu planen. Es hilft wirklich. Dann sieht man ja, wenn jetzt da auch noch dazukommt, dann funktioniert dann meine Planung noch. Man kann auch Simulationen abspeichern in dem Programm. Und die kann man dann wieder vornehmen und kann sie dann entsprechend anpassen und dann schauen, ob es immer noch funktioniert oder nicht. Das hilft massiv.